Merhaba, ben Squat Girl. Bugün karın çalışıyoruz. Für so einen Körper musst du dich bewegen, musst ein bisschen Gewicht lüpfen, kannst es aber auch mit deinem eigenen Gewicht machen und musst auf die Ernährung aufpassen. Das ist meine Stadt und das bin ich. Doris Hofer, 41, in der Schweiz geboren und seit 12 Jahren in Istanbul. Ich bin Ernährungs- und Fitnessbloggerin und ich motiviere die Menschen in der Türkei, gesünder zu leben. Doris Hofer allein zu Hause vor dem Computer. Bloggeralltag. Doch sobald sie ihre Fitnessvideos online stellt, ist die Einsamkeit verflogen. Eine Viertelmillion Menschen folgt ihr täglich auf den sozialen Medien. Die sind alle jung, die werden mit mir noch fitter und noch schlanker. Aber die mich wirklich nötig haben, die sind meistens älter, die haben vielleicht schon Diabetes. Und um die zu erreichen, muss ich Fernsehen machen. Die eigene Fernsehshow, ein Fernziel. Und wie sieht es aus mit dem, was man verdienen kann? Es ist ganz ein bescheidener Betrag, den ich verdiene über YouTube oder über die App. Wo dass ich Geld verdiene, ist, wenn Firmen mich einladen, für dass ich Vorträge halte über gesunde Ernährung oder wie sie sich am Arbeitsplatz bewegen können. Doris Hofer und ihre Kinder. Die Schweizerin hatte einen türkischen Geschäftsmann geheiratet, kam nach Istanbul, lernte die Sprache und ließ sich zur Personal Trainerin ausbilden. Heute ist sie geschieden und gehört als Bloggerin und Buchautorin zu den herausragenden Persönlichkeiten im Fitness- und Ernährungsbereich in der Türkei. Nach der Scheidung habe ich mit diesem Blog angefangen und ich habe jetzt da 3,5 Jahre investiert. Und jetzt bin ich so kurz vor der Ernte. Ihre Ernte, das ist ihr steigender Bekanntheitsgrad. Namhafte Blogger ziehen Firmen, Werbung und Sponsoren an. Dafür sitzt Doris Hofer stundenlang am Computer. Unsere Frage, weshalb so viele gerade ihr, der Schweizerin, folgen, gibt sie mit Hashtag Warum Doris an ihre Fans weiter. Bei der Doris geht es nicht nur darum, dass wir von ihr lernen, wie man sich gesund ernähren, sondern sie ist für uns in allen Lebensbereichen ein Rollenmodell. Und sie spricht dort auch ein bisschen auf meine Rolle als geschiedene Frau drauf an. Weil ich weiss, dass ich dort eben viel Nachkraft gebe. Hunderte haben geschrieben. Doris Hofer kümmert sich mit Schweizer Zuverlässigkeit um ihre türkische Fitnessfamilie, schreibt persönlich zurück. Dies und ihre Herzlichkeit machen sie für die Fans einzigartig. Auch beim Abendessen der Patchwork-Familie mit dem neuen Lebenspartner von Doris ist die Community dabei. Doris fotografiert, was sie gekocht hat und stellt es ins Netz, noch bevor sie selber isst. Hausbesuche bei ihren Fans macht Doris Hofer normalerweise nicht. Wir haben um eine Ausnahme gebeten, um einmal hautnah mit ihren Followers in Kontakt zu kommen. 16 Kilo hat Uzhan Ülkür abgenommen, seit er den Tipps von Doris folgt. Die ganze Familie zieht inzwischen mit. Die Mutter kocht häufig nach den Rezepten von Doris. Gesünder, leichter. Seit ich mit deinem Programm angefangen habe, bin ich viel selbstsicherer geworden, kontaktfreudiger, privat und beruflich. Stört es die Mutter nicht, dass Doris in ihren Videos ziemlich sexy rüberkommt? Hätte ich eine Figur wie Doris, würde ich mich auch so anziehen. Wir alle haben Doris sehr gerne. Ein unerwartet modernes Gesicht von Istanbul, einer Megacity mit über 15 Millionen Einwohnern. Doch die Regierung Erdogan dreht in vielen Fragen das Rad zurück. Was müsste geschehen, dass Doris Hofer geht? Es müsste zum Beispiel heissen, dass ich nicht mehr bauchfrei meine Videos machen darf, dass ich was weiss ich, mit dem Kopftuch muss rausgehen muss. Oder also wenn es so weit kommt. Oder wenn, sagen wir, in der Schule Religionsunterricht plötzlich ein Thema wird. Oder so. Ich glaube, das wäre der Moment, wo man sagen müsste, jetzt gehen wir. Für viele ist der Moment bereits gekommen. Immer mehr Ausländer, aber auch gut ausgebildete Türkinnen und Türken verlassen das Land. Wir sind auf der Bosporus-Fähre, die Asien und Europa verbindet. Viel ist in letzter Zeit geschehen. Der Putsch, die Verhaftungen, der Ausnahmezustand. Die Schweizer Fitnesspionierin will noch in der Türkei bleiben. Wir fragen, ob das zu schaffen ist, sich in der jetzigen Situation als Frau und Mutter hier eine große Karriere aufzubauen. Doris Hofer überlegt lange und dann... Ich hoffe, ich packe es.
Ein Moment der Verletzlichkeit bei einer Frau, die immer alle motiviert, weiterzumachen, durchzuhalten. Am nächsten Morgen ist das typische Lächeln wieder da. Doris trifft den millionenschweren Geschäftsmann und Trendgastronom Önder Öztahan. Er kennt die Fitnessblogger-Szene und schätzt die Position von Doris Hofer als sehr stark ein. Sie ist wohl Schweizerin, aber inzwischen auch eine von uns. Sie kennt unsere Kultur, unsere Gewohnheiten und Bräuche und fühlt wie wir. Das macht sie so speziell. Fotoshooting für die Website eines Fitnessstudios. Mit Pioniergeist und Disziplin will Doris Hofer selber zur Marke werden. In der Türkei.